Wir haben die schlechtesten Metas in League of Legends. Mal sehen, was wir da, ne? Ist vor einem Monat hochgeladen worden, hat knapp 200.000 Aufrufe. Mal sehen, was da so drin vorkommt. Meine Prediction wäre, wir bewegen uns wahrscheinlich Richtung Overheal mit dem Support-Item, was damals 2016 oder so Meta war, auf Botlane. Overheal war broken mit dem Support-Item in doppelter Variation. Dann hatten wir die Toplane-Meta mit Echo und Poppy, die auf jeden Fall drin vorkommen muss. Mit Hank-Items auch auf Fizz und auf Poppy und auf Echo. Was hatten wir noch? Wir hatten noch auf jeden Fall die Atmas Impaler-Meta. Wir hatten die Support-Item Karma Lulu Meta Toplane. Wir hatten die Support-Item Barjana Meta Toplane. Wir hatten die Support-Item Soraka Meta Toplane. Wir hatten die Support-Meta Soraka gegen Karma gegen Lulu Toplane. Wo sie nicht gelastet haben, die ersten so 20, 30 Minions. Wir hatten die Lane-Swap-Meta auf Toplane. Wo Toplane da keinen Farm bekommen hat bis zur 10. Minute, weil du halt so weggeswappt hast. Ja, also mal sehen. Er spoilert das ganze Video, I mean, vielleicht. Aber nur gebrainstormt, an was ich mich so erinnere. Let's see. Today, we're going to talk about some of the worst metas that League of Legends has ever seen. Starting with one of the earliest broken metas in the game's history, Season 2's Black Cleaver meta. Oh, die sometimes Cleaver Meta? referred to as League of Cleavers. It's hard to identify exactly Fünfmal auf why Pantheon, Alter. Black Cleaver meta reared its head, but looking back, most players can agree it was due to the stackable nature of items during the earlier seasons. Items could be bought multiple times without any reduction in stats or effectiveness, leading to bruisers stacking and abusing Black Cleaver, which gave upwards of 3,000 health, 40% maximum cooldown reduction, 300 attack damage, 80 flat armor penetration on top of percent armor penetration. Yeah, Bruisers were walking around with 4,000 HP, 500 to 600 AD, and all of the armor pen they could ever dream Ja, hol die of. Meta zurück. Ich vermisse sie. Community members previously considered building armor items to be quite powerful. Was ist so, ich bin so mein wenn man so ein Video sieht, ne? Wir waren bereit, mit so einer richtig scheiß Grafik uns abzufinden. Look, diese Karte, also Bruder, das ist doch verrückt, dass das Game so aussah. There's no room for other classes to be picked, as a Black Cleaver was the only item that was needed for players to find success. Even support and mage champions ended up giving into the Black Cleaver hysteria. Damals gab's schon Syndra? Ah, nee, ist neue Meta. Das ist neue Karte. And tier lists being created with physical damage Das dealers aber nicht mehr with Season Black 2 jetzt. Cleaver on top, mages with Black Cleaver in the middle, and champions who didn't build Black Cleaver on the bottom. This meta was eventually phased out fairly quickly with the introduction of unique passives. But it took Riot a much longer time to phase out one of the most memorable metas to date, Season 7's Arnon Sensor. Oh mein Gott. Arnon Cancer indeed. Das Schlimmste an der Meta war, von Arnon Cancer, dass du, also was heißt das Schlimmste? Das Interessante daran war, es gab damals 2 Spieler in Europa. Nigelf und Barcode 80. Und das ist dieser berühmte Clip mit I don't care, I need to go. Das waren die beiden. Und das war Nigelf, der das gesagt hat und rein und geht mit Alistair und dann, ja, war wilder Clip. Aber anyway, das haben die legit für 6 Monate oder so gespielt und niemand wusste, dass OP ist, bis auf die beiden Dudes. Und die beiden haben die ganze Zeit Kopma Lulu gespielt. Diese ganze Zeit über. Und dann bei Worlds hat ein Pro-Player irgendwie entdeckt, Alter, Arnon Sensor ist ja broken. Und das Item war für 6 Monate lang broken und dann haben alle bei Worlds das Item gespielt. Und dann haben wir eine gesamte Worlds-Run nur Enchanter-Supports, bis auf ein Game von G2, in dem Mickey Alistair gespielt hat und dann hatte was G2 Trick hat Ivan Jungle gespielt mit Arnon Cancer. Also wirklich, wirklich, wirklich verrückte Zeit. Vor allem, weil es halt so verrückt ist, wie langsam Pro auch adaptieren können. Und wie gesagt, es gibt 2 Hello-Spieler, die haben das für Monate gezockt und kein anderer wollte spielen. Verrückt. On its release, Arnon Sensor wasn't anything special, because just another enchanter-focused item to give their ADCs a bit of extra power. The item was good, but it was overshadowed by more powerful support items at the time, like Locket of the Iron Solari and Sightstone. This all changed in patch 7.2 when Riot buffed Arnon Sensor, nearly doubling the stats that it provides on a healed or shield target, unlocking an entirely new playstyle, and shifting the meta completely to something nobody would have expected. The effect on the meta that this change would have would become painfully evident during Worlds 2017. Team comps were built entirely around bot lane hypercarries like Varus, Xayah, and Twitch,
and who could enable their ADC more through bulky frontlines, control mages, and enchanters who could build Arnon Sensor like Janna and Lulu. Games were played around and decided by a single champion on each team, and no other role mattered except for the AD carries. Through a combination of community outrage and the glaringly stale and broken meta that these changes would bring, the conclusion of Worlds 2017 meant that Riot would finally nerf Arnon Sensor and put an end to one of the most infamous and PTSD-inducing metas to date. While it took Riot a whole 15 patches to even touch Arnon Sensor, everybody was excited for Season 2023 to finally shake things up. But what we ended up with was months and months of the same stale, grueling meta. Zeri Lulu, Lucian Nami. These two bot lane duos dominated the meta in what pro players... Wir haben die gerade, by the way, wir haben die bald wieder zurück. Wir sehen jetzt wieder Zeri Lulu. Und Lucian Nami sind wir die ganze Zeit. Also es ist almost back in business, die Meta. Casters, analysts, and co-streamers would call one of the most boring metas League of Legends has ever seen. The lack of change and innovation in the Season 13 preseason meant that not a lot changed between the previous World Championship and patch 13.1, leading pro players to collectively agree that this is how the game should be played and optimized. Pro play had become both teams handshaking these two bot lane duos alongside tank junglers like Maokai and Vi, and control mages in the mid lane such as Azir, Ahri, and Victor. It would be months and months of the same 15 champions being recycled and redrafted before innovation by top players T1, Kyria, and Gumayusi would eventually shake up the meta single-handedly with picks like Ashe, Caitlyn, and even Kalista support. This innovation would last well into Season 13, but it would take a lot more to shift the meta away from the gold funneling meta that we saw back in Season 8. Wait, das war by the way beim Red Bull Turnier, ne? Das ist das Red Bull Turnier. Als K-Cop gegen Timon gespielt hat mit der Botlane. Das war nach unserem Game gegen K-Cop. The term gold funneling refers to teams trying to give all their gold to one player on the team, usually the jungler, in hopes that they become strong enough to take over the game on their own. Instead of traditional mage or assassin mid laners, teams would draft an additional support champion in the mid lane like Taric, Braum, or Nunu, and a hyper carry jungler like Master Yi, Kai'Sa, or Karthus. Junglers would initially start the game normally, clearing jungle camps as fast as possible so that they could walk mid lane and pick up additional waves to skyrocket their gold income far above other champions in the game. Due to the discrepancy of gold and XP, opposing junglers would have to sit there in silence, watching as the enemy counterpart takes over the game. What started out as a solo queue elo boosting strategy would later bleed into pro play, with even Faker playing Taric mid lane to funnel his jungler's Master Yi. Ich muss sagen, ich fand die Meta gar nicht mal so scheiße. Ich fand die irgendwie kreativ und geil für eine Woche oder zwei. Aber natürlich war es sehr frustrierend, dass quasi nichts eine Rolle spielt, bis auf Midlane und halt den Funneler. Also die beiden Funneler waren alles, was gezählt hat. Was dann auch wieder flott langweilig wurde natürlich, aber für eine Woche war es geil. Weil Leute haben es halt optimized und es war ein ganz anderer Playstyle als für gewöhnlich und bla bla bla. Klar, du warst am Ende einfach nur ein Zuschauer, aber also auf den anderen Rollen, auf AD Carry Support und Toplane, hast du dann Midlaner und Jungler quasi zuguckt, wie sie halt funneln. Aber ich muss sagen, die Memes damals, wir haben ursprünglich Jankos Sejuani und auf einmal wurde es zu Jankos Braum, war schon sehr lustig. Habe ich gefeiert. War so Dog Champion Sejuani zu einfach Braum. Einfach nur so ein Support im Jungle. Während Perks Kai'Sa sich hochfunnelt. Oh, lustig, weil ich darüber mit Grabs gesprochen habe gestern, ne? Ich habe Kai'Sa Tarek gesagt, das war Kai'Sa Braum. Und so war der alte Aatrox gespielt worden. Alter Aatrox war für genau einen einzigen Patch gespielt, dann wurde er reworked. Er war für 5 Jahre lang tot, ein Patch viable, direkt weg. Man muss aber sagen, das Aatrox Rework ist extrem gelungen, von daher bin ich darüber nicht sauer. Pro play, with even Faker playing Taric mid lane to funnel his jungler's Master Yi. SKT would then get a taste of their own medicine when Kingzone Dragon X utilized the Xayah Rakan jungle mid duo against them in LCK Summer 20. Junge, BDD auf Morgana Botlane, Prey mit Kassam Funneln und Gorilla auf Support, Khan Toplane. Das ist eins der wildesten Drafts, die ich je gesehen habe von Kingzone. Kingzone Dragon X. Holy moly. Aber es ist auch eins der schlechteren T1-Raster, also Metall, Blank, habe ich nicht ganz so sehr gefühlt. 2018. Changes to jungler items later caused gold income to be reduced if a jungler had killed too many lane minions, leading to this strategy becoming an obsolete shell of its former self. Much like the horrendous mistake that was the roaming support. Oh my god, disgusting. One of the common complaints about a top lane in Season 12 was the lack of impact that the role had on the game.
With repeated nerfs to teleport and a heavy jungle and bot lane centric meta, top laners were left feeling neglected. Here's where the smite support top strategy of early Season 12 comes into play. Top laners would begin picking champions like Janna or Lulu with smite and roam around the map the entire game. Starting from level 1, the smite support top strategy involved invading the enemy jungler, smiting their camps away from them, ganking endlessly, and doing anything they could do to get their team ahead except for going top lane. With the lack of impact top laners had during this time, the lost gold and EXP from being down a solo laner was felt much less than the impact that constant gank pressure and jungle invades gave the team. This strategy was initially deemed troll, but later it would catch on even at the highest tiers of play, working its way through tier 2 leagues and eventually even seeing action in the LCS, LCK, and LEC. It wasn't until Riot finally reworked the objective bounty system, nerfed gold generation from support items, and restricted smite usage that this strategy finally died down. Also es war wirklich so krass, ne? Es war einfach die bei weitem die Strategie, Top-Lane zu spielen, indem du nicht Top-Lane spielst. Bei weitem. Und es hat sich so gesnowboardet, es gab so viele erfolgreiche Spieler mit Leute wie Bardi Net, aber auch einige Jenner-Spieler. Wir hatten hier, wie heißt der eine Spanier, der auch Deutsch gut kann, wie heißt der, der streamt auch viel. Fuck, mit S, oder? Wie ist nochmal? Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall eine Menge Leute haben es extrem, Sendo, genau, Sendo, danke dir. Danke dir, genau, Sendo. Sendo hat es auch extrem viel gespammt, auch sehr gute Jenner. Und, ja, eine Menge Leute haben diese Playstyle abused und das war auch gut, weil halt Top-Lane scheiße ist. Vom Impact her, da war Backdrome geil, aber das größte Problem war, was ganz am Ende von dem gerade diesem Segment angesprochen wurde. Der Grund, warum es auch so OP war, weil Support-Item unbalanced war und auch, wenn du Platten verlierst und Mindest-Top-Lane verloren hast und du hast Drachen bekommen, hat der Gegner trotzdem so viel mehr Gold gehabt, dass er Objective Bounties für dich freigeschaltet hat. Das heißt, du hast am Ende mehr Gold generiert für deine Teammates und dich halt selbst an den Bus geworfen, aber niemand gibt einen Fick drauf, was Top-Lane passiert. Kannst legit nicht da sein und es ist worth fürs Game. Verrückte Zeit. Der beste Counter war für mich, drunter mehr zu spielen. Ich habe einfach dann halt Top-Lane gepusht. Viel Split-Push, viele Platten genommen und dann konntest du auf 2 Items groupen. Und wenn du auf 2 Items nicht groupen konntest und Leute killen konntest für den Drachen, dann hast du das Game verloren. Du musstest da stark sein, also entweder 2 Items oder beim zweiten Drake da sein. War auf Turnier ziemlich einfach. Hat auch gut geklappt gegen die Gender-Spieler. Aber es war eine disgusting Zeit. But one strategy that seems to never die is the dreaded tank meta that rears its head every season. Was ist mit Overheal Botlane und Double Support Items, die jede Season gespielt wird? Dreaded Tank? Was für eine Dreaded Tank-Meter? Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal Tank-Meter hatten. So viele Max-HP, 2-Damage-Charaktere oder HP-Effekte wie Lord Dominix, Leandris, Blazer Rune King und Co. existieren, weiß ich gar nicht, wann wir letztes Mal Tank-Meter hatten. Tank meta has occurred numerous times throughout the history of League of Legends, but what we'll focus on here is the tank meta that occurred in the middle seasons throughout 2015 to 2017. Throughout this period, tanks were undisputedly one of the strongest classes in the game, with items like the newly introduced jungle items Cinder Hulk, Sunfire Cape, Frozen Heart, Frozen Gauntlet, and Spirit Visage, all being core tank items. Ich weiß noch genau, 2017 war Toplane Meta Maokai gegen Cho'Gath. Und beide waren sehr, sehr stark. Dann kam irgendwann Ornn raus, dann wurde er besser als beide. Und dann wurde Sound reworked, dann war Sound gegen Ornn, das stand im Matchup. Ich hätte gedacht, dass wenn er auf eine Tank-Meter hinaus will, dann geht er zu Poppy, Echo und Fizz mit Tank-Items. Weil die waren wirklich OP. Ja, die waren wirklich OP. Das war auch nicht balanced. Aber wir hatten noch eine Zeit Toplane mit Shyvana gegen Mundo, mit Cinderhulk actually, mit 2 Toplane. True, die war auch das Gastinimeter. Da war auch sehr, sehr OP. Aber halt geil, dass Toplane auch mal stark sein durfte. Lange ist es her. Aber ja, und dann weiß ich noch, dass 2017 war auch die einzige Zeit, wo man Illaoi picken konnte, weil halt Cho'Gath, Maokai, Sao und Ornn waren deine Matchups als Illaoi. The time. While these items were quite strong, it wasn't until Preseason 6 that Riot would introduce a new mastery system to Summoner's Rift, giving tanks access to the Keystone Grasp of the Undying, allowing tanks to fully itemize into health and durability stats while also being able to keep up in damage due to this new Keystone, which both heal for 1.5% of a champion's maximum HP, while also dealing 3% of their health in pure damage. With just 2 items, most commonly Sunfire Cape and Spirit Visage, tanks would have access to nearly 200 armor and magic resist, Ja, war auch balanced. 3,000 health, Bring it back. loads of cooldown reduction, Ja, bring it back. and scaling damage on their auto attacks thanks to Grasp of the Undying. War balanced. Champions that were commonly built as assassins like Fizz and Echo would eventually start speccing into tank items and finding more Ja, war success balanced. Sollte than wieder ever zurückgebufft werden, before. Chat. Combined with the fact that War das gerade Argorin? Aber das hat er damals schon Charlie Heaton-Account? Ist es gerade Argorin oder wer ist das? Ist Charlie Heaton? Aber
Das ist doch gar nicht true. Das hat Argon damals gar nicht gekauft. Das ist doch 2018 oder so oder 19 seine Sprout-Partnerschaft. Weil er hat das Sprout-Logo über seiner Cam drüber. Heißt, die Clips sind actually fake. Also der Clip ist gar nicht von der damaligen Meta, oder? Ja. Er war 2022 bei Sprout, ja, dann ist er nicht Season 8. Wenn er bei Sprout in Season 12 war, dann ist er nicht der Season 8 Echo-Bild. Also ist der Clip fake oder was? Oder war Argon 2018 bei Sprout? Commonly built as assassins like Fizz and Echo would eventually start speccing into tank items and finding more success than ever before. Combined with the fact that tank busting items weren't in a great spot at the time, this led to hilariously long tank duels and unkillable raid boss moments, where tanks would survive multiple spell rotations Schon from 2 fat Jahre. enemy carries and eventually Liebe Bro, win danke out dir. in a war of attrition due to their sustain and overall durability. As strong as tanks were during this time, it was the eventual release of Ornn, perhaps the strongest tank in the history of League of Legends, that was the eventual downfall of tank meta, as tanks would receive numerous nerfs across the board, while other classes like mages, marksmen, and assassins would receive plenty of new buffs, items, and updates. While currently tanks are in a much healthier state than in earlier seasons, few things are as inevitable as an upcoming tank meta. I completely disagree, by the way. Ich finde, Tanks sind in einer sehr unhealthy State, seit sie released wurden in League of Legends. Die Tank-Klassen in League of Legends sind keine Tanks. Also, du musst sie halt killen und mit ihnen fertig werden, weil sie dich killen können, nicht weil sie tanky sind. Also, wirklich, der Ornn ist ja deswegen der beste Tank, weil halt er dich killen kann. Gesandt ist deswegen OP, weil er dich killen kann. So, und alle anderen Tanks, die actually tanky sind, sind nicht viable auf Toplane. So, wir haben keine Nautilus Leona oder so auf Toplane, die einfach nur für CC zuständig sind und nicht so viel Schaden haben. Und lustigerweise, selbst Nautilus und Leona haben sehr viel Damage für Support-Verhältnisse. Ja, richtig gerne mal einen Tank zu haben, der einfach, er hat guten Wave-Clear, er hat irgendwie so 300% Bonus-Damage an Vasallen. Dafür machen seine Spells quasi kaum Schaden an gegnerischen Champions, aber er hat sehr viel CC und wenn er Leute angreift, dann machen deine Teammates 12% mehr Schaden auf das Ziel, das er markiert hat oder irgendwie sowas. Dass du quasi ein Supportive-Tank bist, der einfach ein Tank ist und mit dem du fertig werden musst, weil er halt so viel CC hat oder halt, weil er Debuffs applied oder so und nicht, weil er dich töten kann. Und würde ich geil finden, weil sonst finde ich den Tanks seit Ewigkeiten einfach nicht, also Tanks sind actually unhealthy in League of Legends. Finde ich. Also zumindest wenn Tanks gespielt werden, dann haben die so viel Damage, dass du nicht fertig werden kannst mit denen, ne? Das ist nicht möglich. Seasons, few things are as inevitable as an upcoming tank meta. And it's only a matter of time before we'll all be having the same conversations as before. Thank you for watching LOL Athlete. Liebe Bro. Hope to see you in the next video. Na, ein gutes Video da. Also er hat natürlich einfach nur ein paar gesagt, einige der schlechten Meter, da kann man noch eine Menge mehr machen. Natürlich auch subjektiv, wie du es wahrnimmst, aber ja, feines Video auf jeden Fall. Gerne Like da lassen, wenn es euch gefallen hat, Chat.